Hallo ihr Lieben, heute spreche ich über eine Technik, die ich auch schon bei der Monotypie angewandt habe. Ich kombiniere Buntstifte aller Art mit den Acrylfarben. Ich arbeite auf einem Aquarellpapier mit einer leichten Körnung. Das hat einen etwas anderen Effekt als auf einem glatten Papier. Für meine Grundierung mische ich ein ganz klein wenig Rot mit einem transparenten Gesso. Hier seht ihr das sieht milchig aus, trocknet aber ganz klar auf. Das Gesso, das Transparente, aber auch das Weiße, hat eine leicht raue Struktur, auf der man dann später sehr gut mit den Stiften zeichnen kann. Alles ist getrocknet. Nun kommt meine Vorzeichnung mit einem der Stifte. Wenn du eine helle Farbe wählst, geht das am besten mit einem Pastellstift. Das ist auch für mich ein Probeexemplar und deswegen gehe ich ganz locker heran und teile ein paar Flächen ein, die ich dann später mit meinen Buntstiften gestalten möchte. Und schon kann es mit den Stiften losgehen. Ich habe hier verschiedene Stifte, einmal Aquarellstifte, ganz normale Buntstifte und wie gesagt auch den hellen Pastellstift. Mal sehen, wie das klappt. Ihr seht, wenn ich die Buntstifte über diese rote Fläche zeichne, dann werden sie dunkler und die Farbe mischt sich. Hier seht ihr das auch noch mal genau. Wenn ich jetzt versuche, das Ganze wieder etwas aufzuhellen mit diesem Stift, ist das nur sehr schwer bis überhaupt nicht möglich. Da muss ich mir etwas anderes überlegen. Die Buntstift-Schraffur kann ich natürlich auch mit weiteren Farben überlagern und ihr seht, es wird immer dunkler. Ich möchte, dass die rote Farbschicht im Untergrund immer noch etwas durchleuchtet. Also schraffiere ich nicht ganz dicht, sondern locker. Diese helle Schraffur mache ich mit meinem Pastellstift. Das sieht man am deutlichsten. Mit dem weißen Buntstift bekomme ich das nicht so schön hin.
Die orange Fläche hat schon eine relativ dichte Schraffur, deswegen funktioniert hier das Aufhellen mit dem Pastellstift nicht mehr so gut. Die Oberfläche ist schon zu glatt. Aus diesem Grund bestreiche ich jetzt diese Form noch einmal mit meinem transparenten Gesso. Ihr seht, dabei wird die Farbe dunkler und leuchtender. Ich hoffe, dass nach dem Trocknen ich wieder besser mit meinen Stiften auf dieser rauen Oberfläche zeichnen kann. Ich werde einfach mal einzelne Flächen jetzt vorher aufhellen oder abtönen, bevor ich mit den Stiften darauf zeichne. Dazu mische ich mir eine sehr helle Farbe oder auch nehme ein Weiß. Dieses mische ich dann mit dem transparenten Gesso. So bleibt die Oberfläche rau genug für die Stifte. Ich bin überzeugt, dass diese Technik, diese Kombination mit den Buntstiften auch bei anderen Bildern Anwendung finden kann. Das werde ich in einem späteren Video noch ausprobieren. Weil ich der Farbe zuvor dieses transparente Gesso hinzugefügt habe, kann ich jetzt wieder ganz leicht mit Stiften darüber malen. Meine Schraffur ist nicht sehr dicht, sondern sehr locker, sodass die Untergrundfarbe, das Gelb, noch hindurch scheint. Hier unten seht ihr einige Flächen, die noch mit dem Gesso übermalt waren. Da werde ich gleich noch ein bisschen Schraffur mit Buntstift darüber legen. Auch den Hintergrund helle ich mit meiner Gesso-Weiß-Mischung auf. Anschließend lege ich verschiedene Schraffuren darüber, verschiedene Farben, die dann eine etwas zurückhaltende, gedämpfte Farbe ergeben. Diese Kombination von Stiften und Acrylfarben finde ich sehr spannend und werde sie später bestimmt hier und da wieder einsetzen.
Ich hoffe, dass euch dieses kleine Beispiel inspiriert und vielleicht auch ein bisschen weiterbringt in eurer Kunst. Probiert es einfach mal aus. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und freue mich, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Tschüss!